Porto verbindet für mich Geschichte und Moderne. Eine lebendige Stadt direkt am Fluss Douro und an der Atlantikküste. Herzlich willkommen nochmal hier in Porto. Wir haben uns genau dort getroffen. Also wir gehen jetzt hier in dieses nette kleine Restaurant, das noch von Einheimischen betrieben wird. Und dann die Schale ist raus, ja? Dazu später, ne? Ja. In meinem ersten Jahr hier in Porto habe ich oft Freunde und Familie durch Porto geführt und genau dort auch gesehen, dass es noch keine deutschsprachigen Stadtführungen gab. Und das war etwas, was ich unbedingt ändern wollte, weil ich so vielen Leuten wie möglich auf Deutsch auch Porto zeigen möchte. Eine Stadt, die unglaublich viel zu bieten hat. Und genau das machen wir jetzt auch schon seit einigen Jahren und freuen uns immer über neue Gäste, die wir durch Porto führen können. Ich wohne seit 4,5 Jahren hier und werde hier bleiben. Para sempre, für immer. Ich liebe das und ich liebe es, meine Liebe an der Stadt auch weiterzugeben an die Touristen, die immer gut drauf sind. Das ist eine schöne Arbeit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die immer happy sind. Porto ist in sich eine super Stadt zum Bummeln, Restaurants kennenlernen, die kleinen Cafés in den kleinen Ecken zu entdecken. Aber mit uns könnt ihr genau die verstecktesten Ecken von Porto kennenlernen, aber nicht nur physisch, aber auch kulturell, sozial. Wir können einen besseren Einblick bekommen, wie die Leute hier in Porto leben, die unterschiedlichen Nachbarschaften von Porto. Porto ist eine Stadt mit so viel Kontrast. Ich liebe die portugiesische Küche, weil sie relativ einfach ist, aber immer sehr gute Zutaten hat. Man kann sich hier durch Porto total gut durchessen. Es gibt viele Kleinigkeiten, die man gut probieren kann, die man auch teilen kann, weil in Portugal teilt man in der Regel das Essen und das ist auch das Credo bei der kulinarischen Foodtour. Wir teilen uns das Essen. Das ist nicht nur Essen an sich, sondern auch so ein bisschen die Geschichte hinter dem Essen, genau, die Traditionen und die Gepflogenheiten hier am portugiesischen Tisch. Und ja, es macht total Spaß, hier durch Porto zu wandern, weil die Stadt einfach so schön ist anzugucken und dann kann man sich hier ganz gut durchessen. Es gibt aber nicht nur Gutes zu essen, sondern es gibt auch jede Menge Gutes zu trinken. Wir haben Vinho Verde, wir haben Portwein, wir haben Portonico und ja, Porto ist auf jeden Fall eine kulinarische Reise wert. Einmal, ihr müsst gleich mal Azulejos sagen. Ja, nochmal. Azulejos. Obrigado.